Du hast bereits ein Kind und jetzt möchtest du ein zweites mit über 35. Ein Wunsch, der so schön klingt und zugleich ein Gedanke, der selten ausgesprochen wird. Ein spätes zweites kann nämlich ganz anders sein als das erste. Was heißt das? Es kann schwerer werden, körperlich, emotional und mental. Vielleicht fühlst du dich stärker unter Druck als bei der ersten Planung. Vielleicht fragt sich auch dein Umfeld, warum jetzt nochmal? Und vielleicht fragst du dich selbst, bin ich schon zu alt? Kann ich dem Kind gerecht werden? Schaffe ich das alles? Die Wahrheit ist, darüber redet kaum jemand. Aber sie ist für viele Frauen real und sie verdient es, ehrlich ausgesprochen zu werden. Ich bin Stefanie, Kinderwunschcoach, und ich helfe seit vielen Jahren Frauen dabei, ein zweites Kind auch ab 35 zu bekommen. Ohne Perfektionsanspruch, ohne unnötigen Druck und ohne Tabus. Denn sehr oft ist es so, dass Frauen, die einen zweiten Kinderwunsch haben, einfach unnötig belächelt werden, dass sie dann zu hören bekommen, du hast ja schon ein Kind, also sei doch zufrieden. Und diesen Schmerz, wenn man sich unbedingt ein zweites Kind wünscht, den kann kaum jemand verstehen. In diesem Video erzähle ich dir genau das, welche Chancen du hast, welche Risiken es gibt, was du tun kannst. Und diese eine Wahrheit, die du fühlen darfst, auch wenn sie unbequem klingt. Denn beim ersten Kind war alles neu. Die Hoffnung, die Fragen, die Vorfreude. Beim zweiten ist vieles vertraut und doch wieder anders. Denn dieser Wunsch liegt nicht mehr so im luftleeren Raum. Er hängt an einem Leben, das bereits existiert, dein erstes Kind, dein Alltag, deine Rolle als Mutter. Und das ist gut so. Aber es verändert natürlich auch die Dynamik in der ganzen Geschichte. Ab Mitte 30 verändert sich biologisch einiges. Die Fruchtbarkeit sinkt, und zwar langsamer als viele meinen, aber sie sinkt. Und mit einem zweiten Kind ab 35 sind es nicht nur körperliche Faktoren. Dein Körper hat bereits ein Baby getragen. Deine Energie ist nicht mehr darauf konditioniert, alles neu aufzubauen. Und die Zeit, die Geduld, die Aufmerksamkeit, die sind nun aufgeteilt. Und du spürst es vielleicht, ich darf nicht schwach sein, ich darf nicht überfordert wirken. Das ist der Druck, der nie ausgesprochen wird, der aber so immens groß ist. Und hier kommt diese eine Wahrheit, es ist nicht einfach, aber es ist gerechtfertigt. Du darfst Hilfe annehmen, du darfst langsamer machen, du darfst diesen einen Wunsch haben. Du musst nicht einfach funktionieren, du darfst dir etwas wünschen. Kommen wir nun zur nüchternen Faktenlage, zur medizinischen Realität, zu den Chancen und Risiken. Denn das Wissen um diese Fakten gibt dir auch den Raum zur Entscheidung. Beginnen wir mit den Chancen. Wer Anfang bis Mitte 30 ein zweites Kind plant, hat statistisch gute Chancen. Die natürliche Empfängnisrate pro Zyklus liegt bei etwa 15 bis 20%, je nach deinem individuellen Gesundheitszustand. Die Risiken, die häufiger werden, sind zum Beispiel genetische Risiken, die mit dem mütterlichen Alter steigen, wie das erhöhte Trisomie-Risiko. Aber das heißt um Himmels Willen nicht, dass da auch was passieren muss. Ich selbst habe meine beiden Regenbogenkinder auch ab 35 bekommen. Schwangerschaftskomplikationen wie Präeklampsie, Gestationsdiabetes oder Frühgeburtlichkeit werden häufiger. Auch da heißt es nicht, dass es so sein muss und dass es so kommen muss. Und es kann natürlich auch sein, dass die Erholungsphase nach einer Geburt länger dauern kann, vor allem wenn du schon ein Kind hast, um das du dich kümmern musst. Aber all diese Fakten sind natürlich kein Urteil über dich und über deine individuelle Situation. Da ist es wirklich nötig, sich das ganz individuell und persönlich auch anzuschauen. Diese Fakten sind ein Rahmen, kein Schicksal. Wenn du Fragen hast oder eine individuelle Einschätzung brauchst, dann lohnt sich ein Gespräch mit deinem Gynäkologen, mit einem Endokrinologen oder, wie ich, in einem Kinderwunsch-Setting helfen kann. Nicht, weil etwas schieflaufen muss, sondern weil du dein Handeln ganz informiert gestalten darfst. Ein zweites Kind ab 35 verändert nicht nur deinen Körper, es verändert auch dein Innen. Viele Frauen sagen zu mir, irgendwann habe ich mir selbst versprochen, diesmal alles richtig zu machen. Aber dann in diesem Moment, wo es eigentlich drauf angekommen wäre, da war ich wieder komplett fertig und voll erwischt von all meinen Ängsten und Zweifeln und Unsicherheiten. Schaffe ich das überhaupt mit 2 Kindern? Vergleiche ich mich schon wieder mit Familien, wo scheinbar alles perfekt läuft?
werde ich das erste Kind irgendwie verlieren, wird diese Bindung einfach kaputt gehen. Es kann ein Gefühl auftauchen wie, ich darf nicht schwächeln. Aber da ist eine Unterstützung, die ich für dich habe. Du darfst fühlen. Du darfst Raum haben für diese Zweifel. Die dürfen da sein. Denn deine innere Klarheit, die entsteht nicht aus diesem Druck, alles richtig machen zu müssen, sondern aus Verständnis und aus Mitgefühl für dich, für dein Timing, für deine Ressourcen. Du musst nicht funktionieren. Du darfst dich fragen und das immer wieder. Wie geht es mir jetzt in diesem Moment? Wie geht es meinem Kind? Wie geht es mir als Mutter, die zum zweiten Mal wieder einen zentralen, ganz wichtigen Wunsch in sich trägt? Und das ist auch dein Selbstcoaching-Impuls, den ich heute für dich habe, nämlich wenn ich dieses Kind bekommen darf, mit welcher Haltung will ich dann Mutter von 2 Kindern sein? Natürlich spielt auch der Körper eine Rolle, gerade nach 35 und manchmal sogar noch mehr als beim ersten Mal. Das ist ja auch irgendwie logisch. Aber es geht ja nicht um die Optimierung deines Körpers um jeden Preis. Es geht wirklich um bewusstes Tun. Es gibt ein paar essentielle Handlungspunkte, die du setzen kannst. Nummer 1, deinen Zyklus, deinen Eisprung beobachten. Das ist auch beim zweiten Mal noch relevant. Es ist häufig hormonell ganz unterschiedlich zum ersten Mal, weil du einfach älter geworden bist. Dann die Nährstoffe, Folsäure, Vitamin D, Zink, Selen, abgestimmt mit dem Arzt. Es ist wirklich wichtig, dass du mal einen Status machen lässt und wirklich nachschauen lässt, was du überhaupt brauchst und nicht wahllos irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel einwirfst, ohne mit einem Arzt, mit einem Experten gesprochen zu haben. Dann deine Erholung. Die Erholungsphasen und dein Schlaf sind unheimlich wichtig. Dein Körper braucht seine Pausen, vor allem wenn du schon ein Kind hast, vielleicht auch im Berufsleben stehst und diesen Kinderwunsch ja auch noch hast. Du hast da wahnsinnig viele Bälle, die du in der Luft jonglierst. Zusätzlich versuch deine Belastung zu minimieren. Also wirklich vielleicht deine beruflichen Stunden runterzusetzen oder achtsamer zu planen. Such dir Unterstützung bei deiner Familie oder bei einem Netzwerk. Such dir eine psychologische Begleitung, wenn du der Meinung bist, dass es dir helfen könnte. Das Ziel des Ganzen ist, optimier dich nicht selbst wie ein Projekt, optimier dich nicht auf einen Kinderwunsch hin oder auf eine Zielsetzung hin, sondern unterstütz dich, deinen Körper, deine Seele ganz liebevoll, ganz achtsam, ganz sanft, weil dein Körper, dein Geist, deine Seele, dein Wunsch verdient dieses zweite Kind, aber in Zuversicht und nicht mit Druck. Noch einmal zu dieser einen Wahrheit. Es ist anders als beim ersten Kind und das ist auch absolut legitim und das ist deswegen nicht weniger wertvoll. Du darfst neu beginnen mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung, mit deiner Kraft. Du darfst auch Fehler machen, auch wenn du schon ein Kind getragen hast. Du darfst um Unterstützung bitten. Dir fällt kein Zacken aus der Krone. Im Gegenteil, es zeigt Stärke, wenn du dir Hilfe holst. Und du darfst ganz unabhängig entscheiden, wie du das alles gestalten willst, aus deiner Haltung heraus, aus deinen Learnings heraus, aus deiner Biografie. Wenn du spürst, dass du noch Klarheit brauchst, für dich persönlich, für deine Beziehung, dann lade ich dich ein in mein kostenloses Online-Training. In diesem Online-Training zeige ich dir, wie du dich optimal auf eine Schwangerschaft vorbereitest, ob es jetzt um das erste oder um das zweite Kind geht. Und auch wenn du älter bist als 35, ist dieses kostenlose Online-Training genau für dich. Den Link dazu findest du unter dem Video. Ich freue mich darauf, dich dort zu sehen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, wenn du denkst, jetzt weiß ich ein Stück mehr über meine Chancen, meine Ängste, meine Möglichkeiten und diese eine Wahrheit, dann gib mir gerne ein Abo, teile es mit anderen Eltern, die sich ebenfalls ein zweites Kind wünschen und sag mir in einem Kommentar, was hat dich am meisten überrascht. Dein Kinderwunsch ist eine Reise. Keine perfekte Reise, aber es ist deine Reise und es ist eine echte Reise. Und ich darf dir sagen, du bist nicht alleine mit deinem Wunsch. Da draußen sind so viele Frauen, genau wie du, die sich genau diese Fragen stellen. Danke, dass du da warst. Danke, dass du diskutierst, auch über Tabus. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Stefanie.